Hallo liebe Sternenwanderer, in diesem Video möchte ich euch erklären, wie ihr mit Hilfe von SSH auf euren Linux-Computer zugreifen könnt. SSH steht dabei für Secure Shell und wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich um eine sichere Shell-Verbindung über das Netzwerk. Zur Vorbereitung brauchen wir ein Zielsystem, das ist unser Server, und einen Client, von dem aus wir zugreifen möchten. Mein Zielsystem ist hier meine SpaceFun-Installation und ich habe jetzt hier parallel auch noch ein OpenSUSE laufen. Das seht ihr hier unten an dem Symbol. Von dem aus möchte ich gerne auf meinen SpaceFun-Computer zugreifen. Dazu muss ich als allererstes mal auf dem SpaceFun hier den OpenSSH-Server installieren. Denn OpenSSH ist standardmäßig bei SpaceFun nicht aktiviert, zumindest der Serverteil. Das mache ich, weil ich möchte, dass euer Linux-System im Standardausbau möglichst sicher ist. Ich möchte keine unnötigen Dienste öffnen, sondern ich möchte wirklich sicherstellen, dass ihr wisst, was ihr tut. Das heißt, wenn ihr einen SSH-Server installieren wollt, dann solltet ihr auch wissen, wie ihr das genau macht. Und das zeige ich jetzt hier in diesem Video. Dazu gehe ich als allererstes mal ins Terminal und gebe den Befehl sudo apt install OpenSSH -server ein. Hier wird jetzt im Hintergrund bereits der OpenSSH-Server installiert und die sogenannten Host Keys erzeugt. Mit den Host Keys identifiziert sich dein Computer im Netzwerk. Die sind eindeutig und die sollten auch immer auf jedem Computer unterschiedlich sein. Jetzt läuft hier bereits der OpenSSH-Server, denn unter Debian werden die Dienste automatisch gestartet, wenn das Paket installiert wurde. Jetzt können wir nochmal schauen, wie das aussieht, und zwar mit sudo netstat-antp kann ich mir alle Ports anzeigen lassen, auf denen Dienste lauschen. In dem Fall ist das hier der Port 22 und da lauscht überall der SSH-Dienst. Das ist schon mal sehr gut. Ich habe jetzt hier auch noch die UFW aktiv, sudo UFW, das ist meine Firewall. Das habe ich in einem anderen Video schon erklärt, wie die einzurichten geht. Schaut euch das unbedingt an. Sudo UFW Status. In dem Fall ist die Firewall inaktiv. Wenn die Firewall aktiv ist, also ich sage jetzt mal sudo UFW enable, sage dann nochmal sudo UFW Status und dann sage ich sudo UFW allow SSH und dann kann ich auch erst mit SSH auf diesen Rechner zugreifen. Vorher würde die Firewall tatsächlich den Verbindungsaufbau schon blockieren. Also falls ihr UFW nutzt, müsst ihr unbedingt an dieser Stelle auch noch SSH erlauben, sonst funktioniert das Ganze natürlich nicht. Noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr meine Tutorials in einer virtuellen Maschine nachbaut, dann arbeitet bitte möglichst mit dem Netzwerktyp Bridged. Im Netzwerktyp NAT funktioniert das Ganze nicht. Also ihr müsst unbedingt vorher, bevor ihr überhaupt anfangt, sicherstellen, dass in dem Bereich Netzwerkeinstellung der Netzwerktyp auf Bridged eingestellt worden ist. Also hier läuft jetzt bereits mein Server. Jetzt könnte ich als allererstes schon mal von meinem Client versuchen, auf den Server zuzugreifen. Dazu fehlen mir noch ein paar Informationen, denn ich muss erstmal wissen, wie heißt denn mein Rechner überhaupt im Netzwerk. Dazu kann ich den Befehl Hostname -f angeben und hier in meinem Fall heißt der Starship. Falls das nicht klappt mit dem Zugriff über den Namen, dann könnt ihr auch die IP-Adresse ermitteln mit dem Befehl IP Leerzeichen A für Address, Leerzeichen S für Show. Und hier wäre meine IP-Adresse in meinem Netzwerk. Ich kann für den Zugriff entweder den Namen oder die IP-Adresse verwenden. Ich schalte jetzt hier um auf meinen Client, das ist meine OpenSUSE-Maschine, und versuche doch jetzt hier schon mal mit SSH auf mein Starship zuzugreifen. Dazu gebe ich SSH den Benutzernamen, der heißt jetzt in meinem Fall Astronaut, das ist der Benutzername auf deinem Zielsystem, auf dem System, auf das du zugreifen möchtest. Astronaut @Starship. Okay, jetzt sagt er hier, das gab es schon mal, weil ich habe vorher schon mal damit rumexperimentiert. Dann heißt es, es gibt bereits einen Key, also einen Host Key. Das ist der Host Key, den ich euch vorher genannt habe. Und der wird gespeichert in der Datei .ssh known hosts. Die kann ich mir hier auch mal angucken.
Und da gibt es eben jetzt schon diese Host-Keys. Und diese Host-Keys hat er sich bei vorherigen Verbindungsaufrufen gemerkt. Und jetzt merkt er, oh, da hat sich was geändert, da muss ich das erst wieder korrigieren. Weil es muss ja sichergestellt sein, dass der Rechner, mit dem ich mich verbinden möchte, wirklich auch der ist, der er vorzugeben scheint. Ich kann das jetzt aber hier in dem Fall mal entfernen. Er hat auch eine Backup-Datei davon erstellt. Ich könnte auch einfach die Zeile aus der Known-Hosts-Datei löschen. Jetzt versuchen wir das Ganze nochmal. Yes, jetzt sagt er mir, okay, ist der Host-Key wirklich der, auf den ich zugreifen möchte? Den hat er hier vorher hier ausgegeben. Könnt ihr jetzt hier in dem Fall beispielsweise noch vergleichen. Und dann könntet ihr mit diesem Host-Key sagen, ja, der Fingerprint stimmt. Yes. Und jetzt würde ihr euch nach eurem Passwort fragen. Das ist das Passwort auf eurem Zielsystem. Das gebe ich jetzt hier ein. Und ich sehe da, ich bin jetzt schon auf meinem entfernten Rechner. Ich sage mal pwd, Home Astronaut, ich sage jetzt Touch, Testdatei und gehe jetzt mal auf meinem SpaceFun-System wieder in meinen File Manager und sehe, da ist die Testdatei. Also es hat bereits geklappt, ich konnte hier zugreifen. Hier habt ihr auch nochmal den Host-Fingerprint. Ich empfehle euch, den auch einmal irgendwo wegzusichern, dann seid ihr immer sicher und wisst genau, wie euer Host-Fingerprint heißt. Jetzt ist es aber so, dass der Zugriff über Passwörter eigentlich als unsicher gilt. Ihr solltet dafür die Key-Authentifizierung einschalten. Und dafür müssen wir erstmal so einen sogenannten SSH-Key generieren. Den generieren wir auf dem Client, von dem aus wir zugreifen möchten, in dem Fall mein OpenSUSE-System. Wie das genau geht, das ist eigentlich ganz einfach. Das habe ich hier schon mal rausgeschrieben. Und zwar kann man das mit dem folgenden Befehl machen. Es gibt da verschiedene Verschlüsselungsverfahren und mittlerweile hat sich das Verschlüsselungsverfahren Elliptic Curves etabliert und das gilt als sehr sicher. Solltet ihr aber mit angeben, denn standardmäßig wird oft noch das veraltete RSA-Verschlüsselungsverfahren verwendet. Ich gebe also hier beim Befehl ssh-keygen noch den Typ ein. Das sind die Elliptic Curves. Dann sage ich hier -C und kann hier noch einen Kommentar angeben, damit ich weiß, von wo dieser Key stammt. Jetzt bin ich hier, aber jetzt müsst ihr aufpassen, ich bin jetzt hier zum Beispiel ja immer noch in der SSH-Session. Das sehe ich hier Astronaut as Starship. Ich will auf meinen SUSE-PC. Also sage ich hier Ctrl-D oder Exit. Und bin jetzt wieder Leo at OpenSUSE. Also da müsst ihr wirklich aufpassen, dass den Schlüssel auch an der richtigen Stelle generiert. Also nochmal, SSH-Keygen -T ED 25519, das ist das Elliptic Curves Verschlüsselungsverfahren, -C, dann die doppelten Anführungszeichen und ein Kommentar. Ich nenne das jetzt Leo at OpenSUSE, dann weiß ich sofort, welcher Schlüssel das ist. Enter the File Path. Jetzt kann ich hier so einen Pfad angeben, wo der Key gespeichert werden soll. Ich lasse das immer auf Standard, dann mache ich mir das Leben deutlich einfacher mit. Der liegt also hier auch im Verzeichnis .ssh id _ ed 25519. Ich sage hier einfach Enter. Und jetzt müsste ich noch ein Passphrase angeben. Das würde ich auf jeden Fall machen, damit euer SSH-Key auch wirklich sicher ist. Den müsst ihr euch merken. Und jetzt hat er den Schlüssel bereits erzeugt. Wir können hier uns das Ganze nochmal anschauen. Ich gebe jetzt hier mein ls-al ein. Ich mache das Ganze mal ein bisschen größer. Ich sage jetzt mal hier, .ssh, hier ist noch wichtig. Hier auf dieses Verzeichnis, das hat er jetzt alles automatisch gemacht. Aber falls ihr das mal einfach manuell machen wollt oder die Schlüssel hin und her kopiert, auf ein neues System, aus einer Sicherung zum Beispiel, schaut euch auch dazu meine Tutorials zum Thema Datensicherung an, dann seht ihr hier, die Permissions müssen stimmen. In das Verzeichnis .ssh darf nur ich drauf zugreifen, niemand sonst. Ich sage jetzt hier .ssh und sage jetzt hier auch nochmal ls-al und da seht ihr auch, das hier ist mein privater Schlüssel, den dürft ihr nie rausgeben und der hatte auch nur R- und W-Permissions für mich. Also nur ich darf den lesen und schreiben. Das ist der öffentliche Schlüssel, der ist etwas freizügiger, aber natürlich kommt man erst gar nicht in dieses Verzeichnis herein. Hier ist diese Known-Hosts-Datei, die haben wir uns ja eben schon angeguckt. Also ich habe jetzt hier diesen Schlüssel erzeugt. Jetzt weiß aber mein Zielserver, also mein SpaceFun-System hier, weiß jetzt noch überhaupt nichts von diesem Schlüssel. Das heißt, den muss ich da jetzt erstmal irgendwo hinbekommen. Dazu kann ich den Befehl, also ich könnte mir jetzt entweder den Public Key nehmen und den manuell in die sogenannte Authorized Keys Datei kopieren, oder ich nutze jetzt hier vereinfacht den Befehl ssh-
Copy ID und sage dann wieder mein Zielsystem Astronaut at Starship. Und er hat jetzt hier schon die Verbindung versucht aufzubauen und fragt mich jetzt hier wieder nach einem Passwort auf meinem Spacefun-System. Ich gebe das hier ein. So, oh, er hat es gemacht. Now try to log in without Passwort. So, und das würde er jetzt machen. SSH Astronaut at Starship. SSH Astronaut at Starship. Jetzt an dieser Stelle fragt er mich nicht mehr nach meinem Passwort auf dem Zielsystem, sondern nach dem Passwort von dem Schlüssel, das ich zuvor eingegeben habe bei der Schlüsselerstellung. Da müsst ihr jetzt hier aufpassen. Also jetzt bin ich wieder mit dem Schlüssel hier auf dem System drauf. Damit ich mir das jetzt sparen kann, jedes Mal immer dieses Passwort für den Schlüssel einzugeben, kann ich auch eine sogenannte Keychain verwenden. Das muss ich erst installieren. Sudo, das ist jetzt ein OpenSUSE-System, das kannst du auf dem Linux-System, auf dem Spacefun, Debian, Ubuntu, Mint mit abmachen. Ich verwende jetzt hier auf OpenSUSE Zypper, sudo zypper in für install Keychain. Das Paket sollte überall gleich heißen. Ich muss jetzt hier noch mein Root-Passwort eingeben bei OpenSUSE. Das finde ich übrigens sehr gut gelöst. Bei OpenSUSE kann man standardmäßig so einstellen, dass bei sudo das Root-Passwort gefragt wird und nicht das gleiche Passwort, das ich für meinen User verwende. Wie das genau geht, erkläre ich euch noch ein anderes Mal. Ich sage jetzt hier OK, ja, hier muss man es in Deutsch eingeben. Und jetzt ist Keychain bereits installiert. Das kann ich jetzt mal ausführen, und zwar hier mit dem Befehl keychain-no-gui-quick und würde dann noch den Namen oder den Speicherort meines SSH-Schlüssels angeben. Also tilde, schräger, Punkt, SSH und dann aber hier mein privater Schlüssel, weil den möchte ich ja in den Keychain einladen. Ich sage jetzt hier Enter, werde jetzt hier einmal nach dem Passwort gefragt. Also das wäre jetzt mein Passwort von meinem SSH-Schlüssel. Das gebe ich jetzt hier ein. Und jetzt kann ich nochmal versuchen, mit SSH darauf zuzugreifen. Und jetzt werde ich überhaupt nicht mehr nach dem Passwort gefragt und es ist trotzdem sicher. Damit das Ganze jetzt beim Starten automatisch gestartet wird, kannst du das in die sogenannte .profile-Datei eintragen. Dazu öffnest du mal nano.profile und kannst hier am Ende der Datei den Keychain-Start auslösen. Und zwar startest du den hier wieder mit den Optionen -no-gui-quick, aber auch noch mit der Option --quiet, damit keine Ausgabe ausgegeben wird. Ich sage jetzt hier Ctrl-O, Enter, Ctrl-X und so wird das automatisch beim Starten, beim Anmelden, denn die .profile wird beim Starten einer Login-Shell ausgewertet, dann wird es automatisch mitgestartet und zwar nur einmal. Jetzt können wir noch so einstellen, also das heißt den Server noch so einstellen, dass wir hier auf den Server wirklich auch nur noch den Zugriff über diese Keys erlauben und den Passwortzugriff ganz verbieten. Dazu kann ich jetzt mal sagen sudo nano etc ssh sshd, das ist der Daemon Config. Da müsst ihr aufpassen, da gibt es auch eine SSH-Config, aber wir wollen ja die Config für den Daemon, für den Serverteil bearbeiten. Und die ist jetzt hier relativ komplex. Authentication, Permit Root Login, das könntet ihr jetzt hier auch noch sagen, dass Root Logins ganz verboten werden. Da sagt ihr hier Permit Root Logins No. Da könnt ihr die Raute davor wegnehmen. Dann hier auf No. Pubkey Authentication Yes. Passwort Authentication No. Das ist eben noch ganz wichtig. Jetzt erlaubt er nur die Anmeldung über den Schlüssel, aber nicht mehr über das Passwort. Hier wieder auch Ctrl-O, Enter, Ctrl-X beenden. Jetzt müsst ihr einmal den Dienst neu starten. Sudo Service OpenSSHD heißt er hier. Restart. So, jetzt versuchen wir das Ganze doch nochmal. Also, ich gehe jetzt wieder auf meinen OpenSUSE drauf und ich versuche jetzt mit SSH drauf zuzugreifen. Hier ist jetzt der Schlüssel ja natürlich schon hinterlegt. Das funktioniert also ohne Probleme. Also, ihr könnt es so weiter absichern, ihr könnt SSH für euch so einstellen, wie ihr das gerne möchtet. Und im nächsten Teil zeige ich euch auch noch, wie ihr über SSH eine Remote-Desktop-Verbindung, also eine grafische Oberfläche über das Netzwerk aufbauen könnt.
Viel Spaß beim Nachbauen. Also falls ihr Fragen habt, meldet euch in den Kommentaren oder noch besser in unserer Telegram-Community. Ich freue mich auf deinen Besuch. Bis bald und tschüss.